Bei diesem außergewöhnlichen Tableau handelt es sich um den sogenannten Hausaltar, das Echnaton und der Nofretete und der Familie. Dieses Stück gehört zu den Beständen unseres Museums, des Ägyptischen Museums und der Papyrussammlung, seit 1898 und wurde von einem Privatsammler, gehörte zu seinen privaten Beständen und wurde dann dem Museum vermacht. Das Objekt ist deshalb so bedeutend, weil es in einer unvergleichlichen Art und Weise die gesamte Amarna-Zeit bündelt. Und zwar bündelt sowohl theologisch als auch von den anderen Inhalten, wie dem Familienleben der königlichen Familie. Das ist hier alles ja ganz komprimiert zusammengefasst. Und wie Sie hier sehen können, sitzt sich das königliche Paar auf dem Tableau gegenüber. Wir wissen aber nicht, ob eigentlich gemeint war, dass sie nebeneinander sitzen. Auf jeden Fall sind sie dargestellt mit 3 der Prinzessinnen. Und diese Dreiheit wird nochmal aufgenommen in der gesamten Art und Weise der Komposition des Bildes. Denn in der Mitte oben haben Sie den Strahlenaton, die Lichtsonne, die von Echnaton als der alleinige Gott, gültige Gott für Ägypten etabliert wurde, wo wir sozusagen damit zum ersten Mal in einem monotheistischen Weltbild uns befinden. Das ist so außergewöhnlich an der Amarna-Zeit. Und um diese theologische Inanspruchnahme besonders zu realisieren, hat Echnaton seine ursprüngliche Heimat, nämlich Theben, verlassen und im 5. Jahr seiner Regierung die Stadt Amarna gegründet, allein für den Sonnengott Aton. Der Nil, ein schmaler Streifen Fruchtland, dann die Wüste umgeben von Bergen. Inmitten dieser unwirtlichen Wüste lag die Stadt Amarna. Its main appearance comes from the fact that Akhenaten wanted an untouched desert site, and it still retains that quality of untouched desert. 1400 vor Christus baute Echnaton hier seine neue Hauptstadt. Damals wie heute ein Stück Wüste, Hitze, Sand und die gnadenlose Sonne. I'm sure Akhenaten saw it in just that way. It was a place for the Aten that had not belonged, he's very explicit about this, it had not belonged to any god or goddess or king or queen or human being, it had belonged to no one. It was a piece of clean desert where the sun god would feel at home. Seit 35 Jahren erforscht Barry Kemp Amarna. Der Cambridge-Professor kennt sich hier aus wie kaum ein anderer. Er entlockt diesem Stück Wüste seine einzigartige Geschichte. Zwischen 30.000 und 50.000 Menschen lebten hier einst in einer prachtvollen Stadt. Sie realisierten die Vision ihres Herrschers, eine Stadt im Dienste des alleinigen Gottes Aton, dem Gott des Lichtes und der Sonne. Geblieben sind die Überreste dieser einmaligen Kultur, Dinge, die ihre Bewohner zurückließen, als sie nach Echnatons Tod die Stadt wieder verließen. After Akhenaten had died and the court withdrew from Amarna, there was hardly any reason for people to stay behind. Für die Archäologen heute ein Glücksfall. Amarna erlaubt eine Momentaufnahme einer ägyptischen Stadt im Neuen Reich. Hier können die Forscher nachvollziehen, wie die Menschen lebten, wie ihre Gesellschaft funktionierte.